Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Heute backen wir gemeinsam ein ganz besonderes Brot, nämlich ein herrlich saftiges Linsenbrot. Außen knusprig, innen weich, aromatisch und wunderbar sättigend. Linsen bringen nicht nur einen feinen Geschmack mit, sondern machen das Brot auch ganz besonders nahrhaft und auch eiweißreich. Perfekt also für alle, die gerne bewusst genießen, ohne Mehl auskommen wollen oder müssen und dabei auf einfache natürliche Zutaten setzen. Ob das Brot nun zum Frühstück, zur Brotzeit oder Und schmeckt wirklich super lecker. als herzhafte Beilage. Dieses Brot ist wirklich vielseitig, sättigend, proteinreich und ganz leicht selbstgemacht. Und natürlich wissen wir genau, was drin ist. Das lohnt sich auf jeden Fall zu machen. Dafür benötigen wir zuerst 500 Gramm rote Linsen, die wir mit einem Liter kaltem Wasser wässern. Ich rate dir, gleich von Anfang an eine größere Schüssel zu nehmen. Meine war leider zu klein, sodass ich wechseln musste. Das siehst du jedoch gleich noch. Dann werden auf jeden Fall die Linsen im Wasser ein wenig durchgerührt, sodass eventuelle Lufteinschlüsse rauskommen können. Die Linsen lassen wir nun abgedeckt über Nacht stehen, damit sie quellen können und auch weicher werden. So lassen sie sich später besser verarbeiten und bilden die perfekte Grundlage für unser Brot. Am nächsten Morgen seht ihr, dass sich die Linsen deutlich vergrößert und fast verdoppelt haben. Ich musste die Schüssel also nach etwa 2 Stunden sogar wechseln, weil sie so stark aufgequollen sind. Zuerst richten wir uns eine zweite Schüssel und ein Sieb, in das wir dann die eingeweichten Linsen geben. Lasst mich mal mit einem Kommentar wissen, wie ihr solche Rezepte findet. Anschließend spülen wir sie gründlich mit frischem Wasser ab. Das ist wichtig, um Rückstände aus dem Einweichwasser zu entfernen, wie gelöste Stärke, natürliche Bitterstoffe und schwer verdauliche Stoffe. Dadurch werden sie auf jeden Fall bekömmlicher, geschmacklich angenehmer und lassen sich später sehr viel besser weiterverarbeiten. Das Abtropf- bzw. Einweichwasser kann man noch sinnvoll nutzen, zum Beispiel zum Gießen von Zierpflanzen im Garten. Allerdings nur in kleinen Mengen und nicht bei empfindlichen Zimmerpflanzen. Danach stellen wir das Sieb zum Abtropfen auf die Schüssel. Nach etwa 10 Minuten kann das Abtropfwasser weggeschüttet werden und die Linsen zurück in die Schüssel. Um aus den Linsen nun Brot zu machen, werden sie ganz fein zermahlen. Das geht am besten mit einem Stabmixer. Wir mixen die Linsen so lange, bis sich eine ganz feine Masse gebildet hat. Das dauert leider etwas. Solltest du dabei feststellen, dass die Masse einfach zu trocken ist, gib noch etwas Abtropf oder frisches Wasser dazu. So ähnlich sollten sie nun auch bei dir aussehen, damit noch das Arbeitsmaterial von den Linsen befreit. Für eine feine Krume mit saftigem Geschmack geben wir 5 Esslöffel Olivenöl mit in den Teig. Er sorgt dafür, dass das Brot schön weich bleibt, nicht zu schnell austrocknet und eine besonders angenehme, geschmeidige Konsistenz bekommt. Gleichzeitig bringt es auch gesundheitliche Vorteile mit sich, denn es enthält wertvolle ungesättigte Fettsäure, die gut für unser Herz-Kreislauf-System sind. Und liefert natürliche Antioxidantien wie Vitamin E sowie sekundäre Pflanzenstoffe, die den Körper vor oxidativem Stress schützen können. Aber du kannst natürlich auch jedes andere Öl deiner Wahl nehmen. Und für den richtigen Geschmack gibt es etwa 2,5 Teelöffel Salz, was etwa 12 bis 15 Gramm entspricht. Meines ist natürlich rieselhilfefrei. Und für das richtige Backerlebnis gibt es 1 Esslöffel Apfelessig. Dieser ist selber gemacht. Das Rezept dazu und auch alles andere stelle ich dir in die Infobox. Seine leichte Säure unterstützt die Lockerung des Teigs, macht das Brot fluffiger und sorgt für eine angenehme Konsistenz. Für eine bessere Bindung geben wir 3,5 Esslöffel Flohsamenschalen dazu. Sie sorgen dafür, dass der Teig mehr Stabilität bekommt, Feuchtigkeit besser hält und das Brot später eine schön saftige Krume bekommt. Gerade bei mehlfreien Broten sind sie besonders wertvoll, da sie auf natürliche Weise für Struktur und Zusammenhalt sorgen. Gleichzeitig sind sie reich an Ballaststoffen, unterstützen die Verdauung und fördern ein langanhaltendes Sättigungsgefühl und können helfen, den Blutzuckerspiegel gleichmäßig zu halten. Nun gibt es noch 2 Esslöffel Sesamsamen. Sie bringen einen leicht nussigen Geschmack in den Teig und liefern gesunde Fette, pflanzliches Eiweiß und auch wertvolle Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium. Der gesamte Teig wird nun nochmal kräftig durchgerührt. Du könntest natürlich auch kneten, aber ich finde, mit einem Löffel geht es ganz komfortabel. Hier sollte darauf geachtet werden, das Öl wirklich richtig in den Teig einzuarbeiten. Nun sorgen wir noch für die nötige Triebkraft im Teig. Dafür verwenden wir Natron in Lebensmittelqualität.
Davon geben wir 1,5 Teelöffel in den Teig hinein. Dieses reagiert in Verbindung mit dem Apfelessig auf natürliche Weise, lockert dann den Teig auf und sorgt dafür, dass unser Brot beim Backen auch schön luftig und locker wird. Auch das Natron wird nun zu guter Letzt nochmal kräftig in den Teig verbunden. Wir geben es separat dazu, da es sich sonst mit dem Olivenöl eventuell verbinden könnte und an Triebkraft verliert. Und da ich finde, dass der Teig etwas trocken ist, gebe ich nochmal 100 Milliliter der aufgefangenen Flüssigkeit dazu. Das kannst du, wie gesagt, auf jeden Fall individuell machen. Nun ist es soweit und wir brauchen unsere Backform. Ich verwende wie immer meine gusseiserne und emaillierte Lieblingskastenform von Krustenzauber, die mich wirklich absolut begeistert. Sie hat eine perfekte Größe, speichert die Hitze besonders gleichmäßig und sorgt dafür, dass unser Brot rundum schön gebacken wird. Auch wenn es durch die Emaillebeschichtung eigentlich nicht nötig wäre, fetten wir die Backform dennoch mit unserem selbstgemachten Backtrennmittel ein. So schaffen wir zusätzlich Sicherheit, dass sich das Brot nach dem Backen auch wirklich leicht aus der Form löst und nichts anhaftet. Denn der Linsenteig kommt nun im kalten Zustand in die Backform und wird dort gleichmäßig verteilt und ein wenig festgedrückt. Natürlich könntest du auch ein rundes Brot machen, das kannst du gestalten, wie du es selber möchtest. Und nur nebenbei erwähnt, Krustenzauber hat Töpfe in verschiedenster Ausführung. Das Brot sollte nun von oben noch ein wenig mit einer Flüssigkeit eingestrichen werden. Ich mache das mit dem Auffangwasser. Und da das Auge mit ist und noch für den richtigen Geschmack, gibt es noch ein wenig Sesam obendrauf. Du könntest natürlich auch Kürbiskerne nehmen, diese hatte ich nur leider nicht im Haus. Die können natürlich auch in den Teig eingearbeitet werden. Zu guter Letzt kommt der Deckel auf den Topf, der sogleich in den 180 Grad vorgeheizten Backofen kommt und darf für die nächsten 45 Minuten ausgebacken werden. Danach wird der Deckel entfernt und wir lassen das Brot nochmal für eine Viertelstunde ausbacken. Nach etwa 55 Minuten plus minus 5 Minuten kommt das Brot wunderbar wohlig duftend aus dem Backofen raus. Man würde es nicht glauben, aber es riecht wirklich fantastisch. Dann wird das Brot vorsichtig aus der Backform gelöst und sollte auf einem Gitterrost auskühlen. Nachdem es dann ausgekühlt, kann es auch angeschnitten werden. Das hat einfach den Grund, dass die Feuchtigkeit im Brot bleibt und nicht entweicht. Hier könnt ihr sehen, was das für eine wunderbare Krume ist. Und eine Scheibe schneide ich natürlich auch noch ab. Hier sieht man die Krume nämlich deutlich besser und ist wirklich fantastisch geworden. Das Ganze nun mit etwas Butter bestrichen, das liebe ich ja immer ganz besonders, aber auch mit Käse, ein absoluter Klassiker und für jeden zu vertragen. Geschmacklich merkt man auch überhaupt nicht, dass das kein Getreide ist. Und schmeckt wirklich super lecker. Man schmeckt ganz leicht den Sesam raus. Das lohnt sich auf jeden Fall zu machen. Nicht nur für die, die unter Glutenunverträglichkeit leiden, ist das hier ein fantastisches Brot. Und ich wünsche euch nun viel Freude beim selbermachen. Guten Appetit, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch! Prima.